Schau dir deine Hand an. Woher weißt du, dass sie wirklich deine ist? Es scheint klar zu sein. Es sei denn, du kennst die Puppenhand-Illusion. Bei diesem Experiment legt man eine unechte Hand vor dich hin und eine echte Hand wird hinter einem Schirm versteckt. Beide werden gleichzeitig mit einem Pinsel gestreichelt. Egal wie sehr du dir bewusst machst, dass die Attrappe nicht deine Hand ist, irgendwann fühlt sie sich an wie deine und du zuckst unwillkürlich zurück, wenn sie mit einem Messer bedroht wird. Das ist nur ein zeitlich begrenzter Trick, aber es weist auf etwas Größeres hin. Unser Körper, der physische, biologische Teil von uns, und unser Geist, der denkende, bewusste Teil, stehen in komplizierter, verwobener Beziehung. Welcher Teil definiert in erster Linie dich und dein Selbst? Bist du ein physischer Körper, der Gedanken und Emotionen nur als Resultat biochemischer Prozesse im Gehirn wahrnimmt? Das wäre ein Körper mit einem Geist. Oder zieht der nicht physische Teil von dir die Fäden, der auch außerhalb deines Körpers wohnen könnte? Das wäre ein Geist mit einem Körper. Das wirft die alte Frage auf, ob Körper und Geist zwei getrennte Bereiche sind. In einem berühmten Gedankenexperiment zeigte René Descartes, Philosoph des 16. Jahrhunderts, dass, wenn alle körperlichen Empfindungen Halluzinationen eines Traums wären, unser Geist und unsere Gedanken immer noch da wären. Das war für ihn unübertreffbarer Beweis für unsere Existenz. Er schloss daraus, dass der bewusste Geist vom materiellen Körper getrennt ist, der den Kern unserer Identität bildet. Die Vorstellung eines nicht-physischen Bewusstseins spiegelt den Glauben vieler Religionen an eine unsterbliche Seele, für die der Körper nur eine vorübergehende Hülle ist. Wenn wir das akzeptieren, taucht ein anderes Problem auf. Wie können ein nicht-physischer Geist und ein physischer Körper interagieren? Wenn der Geist keine Form, kein Gewicht, keine Bewegung hat, wie kann er dann unsere Muskeln bewegen? Oder wenn er das kann, warum bewegt er dann nur deinen Körper und nicht andere? Einige Denker umschiffen dieses Dilemma kreativ. Zum Beispiel behauptete der französische Priester und Philosoph Nicolas Malebranche, dass, wenn wir daran denken, nach einer Gabel zu greifen, es eigentlich Gott ist, der unsere Hand bewegt. Ein anderer Priester namens George Berkeley folgerte, dass die materielle Welt eine Illusion ist, die ausschließlich als geistige Vorstellung existiert. Die Frage nach Körper und Geist beschäftigt nicht nur Philosophen. Mit dem Fortschreiten von Psychologie und Neurowissenschaften diskutieren auch Sozial- und Naturwissenschaftler mit. Viele moderne Wissenschaftler wehren sich gegen den Gedanken, dass es eine Unterscheidung von Körper und Geist gibt. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist unser Körper mit seinen Sinnen eng in Vorgänge im Gehirn integriert, um das hervorzubringen, was wir Bewusstsein nennen. Vom Tag unserer Geburt an prägt sich unsere geistige Entwicklung durch die Wechselwirkung des Körpers mit der Außenwelt aus. Alle Eindrücke, Geräusche und Berührungen erzeugen im Gehirn neue Karten und Vorstellungen, die letztendlich das Erfahren unseres Selbst regulieren. Neben den typischen 5 haben wir außerdem weitere Sinne, zum Beispiel den Gleichgewichtssinn und ein Gespür für die Anordnung unserer Körperteile. Die Puppenhand-Illusion und ähnliche Versuche mit virtueller Realität zeigen, dass unsere Sinne uns leicht täuschen, wenn wir über uns urteilen. Sie zeigen auch, dass unser Körper und äußerliche Empfindungen von subjektiver Erfahrung nicht unterscheidbar sind. Wenn das stimmt, missverstehen wir vielleicht Descartes' Experiment. Denn schließen wir unsere Augen in einem stillen Raum, können wir unser Körpergefühl nicht einfach wegdenken. Die Frage nach Körper und Geist wird besonders zu einer Zeit interessant, wenn wir zukünftige Technologien in Erwägung ziehen, die, wie neutrale Prothesen und tragbare Roboter, Zusatzteile unseres Körpers werden könnten. Oder die etwas radikalere Idee des Uploaden unseres Geistes, welche die Möglichkeit von unsterblichem Leben ohne Körper ins Spiel bringt, indem sie menschliches Bewusstsein auf einen Computer überträgt. Wenn der Körper als Landkarte im Gehirn existiert und wir unser Selbst auf tragbare Geräte ausweiten, passt sich unser Gehirn vielleicht an eine umstrukturierte Version mit neuen Sinnesrepräsentationen an. Vielleicht können wir unser Bewusstsein nicht auf einen Computer laden, bevor wir nicht auch einen Körper schaffen, der Empfindungen verspürt. Das Konzept, dass unser Körper Teil unseres Bewusstseins ist und umgekehrt, ist auch nicht neu.
Man findet es im Buddhismus und in Schriften vieler Philosophen, von Heidegger bis Aristoteles. Fürs Erste bleibt noch immer die Frage offen, was das Selbst genau ist. Sind wir ein Geist ausgestattet mit einem Körper, wie Descartes meint? Oder sind wir ein komplexer Organismus, der über Millionen Jahre Evolution dank eines größeren Gehirns mit mehr Neuronen als das seiner Vorfahren zu einem Bewusstsein gelangte? Oder sind wir etwas ganz anderes, auf das bisher noch niemand gekommen ist? TED-Ed arbeitet daran, so vielen Menschen wie möglich kostenlose, qualitativ hochwertige Bildungsinhalte in so vielen Sprachen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.